Herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Ja, ich habe schon ewig keine Videos mehr hochgeladen und der Grund dafür ist eigentlich das, was ihr hier so seht. Ja, ich habe angefangen mit FPV. Ich habe mir das unkompliziert vorgestellt, aber da gehört schon ein bisschen was dazu. Ja, bevor wir jetzt zu den Aufnahmen kommen, möchte ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da ansteigen wollt, ja, gibt es da so ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Ich habe auch mir Videos angeguckt, FPV erster Start, und da ging es los mit, ja, erstmal Funke organisieren, Simulator spielen. Ich habe mir gedacht, Simulator, Funke habe ich in der Hand, ob es jetzt eine mit einem Drehschalter ist oder zwei mit Sticks. Ich bin früher mit Stick gefahren, Autos auch, bis ich mich an die mit den Rad dran gewöhnt habe. Das war so eine Sache und ich habe mir gedacht, nö, brauchst du nicht. Hab mir eine Drohne geholt, hier die von SpeedyBee. Meine Entscheidung ist halt auf SpeedyBee gefallen, weil die halt günstig ist und super Service leistet. Also ihr könnt die ganzen 3D-Druckteile könnt ihr runterladen und könnt ihr euch die selber ausdrucken. Und ja, dachte, das ist super. Und mit diesem Frame dachte ich, für den Anfang ist das gar nicht mal so verkehrt, falls du irgendwo gegen crashst. Ne, hast ein bisschen Schutz und ja, ist auch so ein bisschen ungefährlicher. Ne? Das war der Hintergedanke, warum ich mich für die B35 entschieden habe und weil die cool aussieht. Für die Radiomaster Zorro habe ich mich entschieden. Ja, einfach Design und Radiomaster soll gut sein. Die macht ihren Job. Kamerasystem habe ich mich für die DJI entschieden, die O3-Einheit. Da habe ich mich leider ein bisschen zu wenig schlau gemacht drüber, weil ich habe ja die Mini 4 Pro, habe mich durchgelesen und die Goggles 2 kann man auch für die Mini 4 Pro benutzen. Habe ich mir gedacht, cool, dann kannst du das für das nutzen und dafür auch noch. Allerdings geht die nur in Verbindung mit den Motion Controller 2. Da funktioniert das mit der normalen RC2-Steuerung. Bei der Mini 4 Pro klappt das nicht. Also ihr kriegt ein Bild, aber ihr könnt nichts machen, weil ihr nicht steuern könnt. Ja, jetzt nutze ich die halt nur für die FPV. So, was brauchen wir alles dazu? Ich habe mir natürlich ein Selbstbaukit bestellt. Ich habe mir nichts Fertiges bestellt, weil das Machen an sich, das ist schon interessant genug. Allerdings ohne Laptop macht ihr da auch nicht viel. Ihr müsst alles konfigurieren. Sei es die Steuerung, sei es die Drohne. Das Einzige, was sich hier verbindet, ist halt die O2-Einheit, O3-Einheit mit der Goggles. Nee, Vodafone. Das ist das Einzige, was sich sofort verbindet. Ansonsten müsst ihr alles ja, konfigurieren, machen, tun. Ich habe jetzt 1, 2, 3 Programme mir runterladen müssen, damit ich überhaupt ansatzweise fliegen konnte. Und erster Flug, da kommen wir jetzt zu, ohne Vorkenntnisse, ohne sie am Simulator geflogen zu sein, macht das besser nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich zeige euch jetzt mal den ersten Flug. So, den allerersten Flug, den habe ich gar nicht drauf. Weil der allererste Flug, da habe ich nicht aufgenommen. Aber da weißt du, wo ich da in den Baum reingekracht bin und dann senkrecht runtergeschossen bin. Ja. Da habe ich gemerkt, wie stabil so eine FPV-Drohne ist. Also die DJI Mini 4 Pro wäre wahrscheinlich wohl in sämtliche einzelne Bauteile auseinandergefallen. Heißt gar nicht, doch hier, da ist der Knick. Der hat den ein bisschen gestaucht, allerdings bin ich so von
Das hat mal 7, 8 Meter gewesen sein, mit 30, 40 Sachen voll senkrecht auf eine Seite runtergeknallt und das hat eigentlich nur hier den ein bisschen verbogen, sodass die Propeller da rangekommen sind. Hab den ein bisschen warm gemacht, zurückgebogen, nicht mal der Propeller kaputt gewesen und weiter geht's. So, anschließend, das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, ja, wo ich den so ein bisschen gesteuert habe. Das auch ohne Brille, mit dreckiger Kamera, wie man sieht. Das ist so voll verschwommen. Ja, also wenn ich das jetzt vergleiche mit denen, was welche Kamera war das? Das ist die Katastrophe, ne? Normalerweise macht er 4K-Aufnahmen, aber hier war die Linse verdreckt. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich steuere den auch ohne die Brille, weil an die Brille das gewöhnen, das war auch schon schwierig. Und ja, man sieht auch, wie das Ganze so ruckelig vorwärts geht und diese hastischen Bewegungen, dass die Drehung gesehen hat, ist so, oder sowas, ne? Und dann mit der Höhe halten, also die Regler, die sind wirklich, Ups, ja, das war's. das war's, genau. Das ist alles sehr sensibel. Wenn man hier, ja, bis man in der Luft ist, hat man vielleicht so 30-40% gemacht. Und alles andere geht dann so in 2, 3, vielleicht 5% Schritten weiter. Ne? Also Lenkbewegungen oder sowas, das sind wirklich minimale Bewegungen, die vollkommen ausreichen. Wenn man da zu hastig reagiert, dann schießt er ab. Und das ist hier in dem Fall genauso abgelaufen. So, ich suche mal noch eine Dingens raus. Ich habe hier jetzt, das sind die ganzen... Ja, das ist Auto. Das war übrigens auch die Kamera, die ich dann bei den FPV RCK verwendet habe, weil ich hier noch halt ein bisschen was gesucht habe und damit nicht weiterkam. Habe ich halt eben in die Karre verfrachtet und so ist das FPV RCK entstanden. Was jetzt wieder ruht, was aber demnächst wieder aktiv gemacht wird. Ich aber schon Simulator. Ich habe am Simulator so lange geübt, bis ich die Befehle intuitiv beherrsche. Das heißt, wenn ihr jetzt überlegt, für die Bewegung, um den jetzt da rumzukriegen, muss ich nach da, muss ich den Stick, dann ist eigentlich schon vorbei. Also das muss intuitiv funktionieren, weil auf den Simulator habe ich am Laptop und mein Laptop ist absolut nicht zum Zocken gedacht. Das war alles so ein bisschen ruckelig und das gab nicht so die Realität wieder. Von daher habe ich nur die Basics geübt und nachdem ich gesehen habe, wie stabil die Drohne ist, habe ich mir gedacht, Learning by Crashing. Ich gehe jetzt das Risiko ein und ich klatsche das Ding irgendwo gegen. Dann geht die halt kaputt, aber ich übe den Rest jetzt damit. So, das waren jetzt nach dem Simulator. Da konnte ich den schon ein bisschen bewegen. Ach, guck mal, da bist auch du. Da bin ich ja auch drauf. Der Genghis am Fliegen. Das Ding flog auch richtig gut. Genau. Ja, man sieht schon zum Abheben, schon alleine, ist immer noch mit ein bisschen Angst so, die Steuerung. Nicht zu viel dran reißen, weil sonst hebt der richtig ab. Ja, und ich denke, ich brauche da auch keine GoPro, also ich weiß nicht. Gut, GoPro macht... Echt da, auf jeden Fall. Das reicht vollkommen aus für so Aufnahmen. Wofür was meint ihr? GoPro drauf, wobei ich den Mount schon verändert habe. Also ich habe nicht vor, da eine GoPro drauf zu machen. Aber ich denke, die Aufnahmen reichen eigentlich schon. Schreibt es mal in die Kommentare. Der Flieger. Genghis am Fliegen. Ja, aber auch da, ne, das ist schon... Oh. Da ist der Fatih. Ja, das ist auch noch... Voll schön vorsichtig. Und das war's. Das ist auch eine schöne Aufnahme.
Ich habe mir das zu Hause angeguckt und ich denke mir so, okay, jetzt komm, wann hebst du ab, ne? Pass auf. Gleich geht das los, schon Bewegung, okay. Und hast du den Schatten gesehen? Ja, ich denke mir so, hä? Was Alter, wie fliege ich denn so? Du fliegst gar nicht, du hältst den. Da habe ich das gar nicht mitgekriegt. Da habe ich wohl die Aufnahme gestartet. Also so bleibt er garantiert nicht auf der Stelle, also in der Schräglage. Das wird nicht funktionieren. Okay, gehen wir mal weiter auf die nächsten Aufnahmen. So, da kommen wir zu einer Aufnahme, ja, nicht von dem Flieger, der da fliegt, sondern jetzt der Start. Also ich finde, das war das erste Mal, wo ich einigermaßen gut geflogen bin. Ne? Also wo ich so was geschafft habe, für mich selber was geschafft habe. Ne? Ich bin hingeflogen, zurückgeflogen und ich weiß gar nicht, habe ich den gecrashed danach? Ich glaube, nee, das ist ein guter Lander, glaube ich sogar. Werden wir gleich sehen. Aber guck mal, hier so schon die erste Kurve, ne? Man sieht es schon, ich drehe den eigentlich nur auf der Stelle, ich fliege gar keine Kurve so richtig. Aber ja. Da habe ich den Flieger ein bisschen versucht zu verfolgen, was nicht wirklich funktioniert hat. Nee, das ist gar nicht die Aufnahme, die ich meinte. Das ist wieder Driss hier. Da mache ich ja gar nichts. Nee, Entschuldigung. gehen wir zu der nächsten. Ich glaube, das müsste das Video jetzt sein. Ja, das müsste das sein. Bist du sicher? Nein, aber ich meine, doch. Guck mal, das war so der erste Flug. Jetzt müsste ich eigentlich so eine Kurve nehmen, auch wirkliche Kurve. Nee, auch nicht wirklich. Das war keine Kurve. Nein, das war auch noch wieder gedreht. Oder denke ich, dass ich das gemacht habe? Kann auch sein. Ja. Da bin ich auch im Stehen geflogen. Da kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. Boah, mir wird voll schlecht, wenn ich stehen fliege. Hattest du überhaupt da noch die Brille auf? Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mit der Brille geflogen. Sieht man das? Ja klar, guck mal, ich gucke nach unten, wie immer. Ja, stimmt. Ja. Oh, das sieht auch nach einer Bruchlandung aus. Kriege ich den gelandet? Ja. Perfekt. Das zum 42. Okay. Ja, genau. Das ist das Video. So, wir nehmen direkt von hier rein. Wir fliegen. Ja, mal gucken. Ja. Komisch, jetzt sieht das irgendwie kacke aus. Wieso? Da habe ich das irgendwie geiler in Erinnerung. Vielleicht, weil das das erste Mal war, dass ich so... kam mir das so richtig geil vor. Aber das ist ja nichts. Ja, okay. Der reicht auch. So, die 69 Bruchlandung habe ich mir hier notiert. 69 Bruchlandung? Ja, Stellung 69. Klingt komisch, ist aber so. Ich weiß gar nicht, welcher Flug das war. Na, das ist das mit der Kamerafaxen. Ruckeleffekten. Da war die Verbindung da von der Kamera ein bisschen lose gewesen. Das ist oder wegen die Zahl 69, kann das nicht sein? Oh, das könnte auch daran liegen. Ne? Weil das die 69. Aufnahme war, ja. Das kann durchaus daran liegen. Alles klar.
Aber geht recht okay geflogen. Ne? Da ein bisschen Risiko, deswegen habe ich da einen großen Bogen drum gemacht. Ey, wie schnell aber. Hab den mal ein bisschen hochgezogen und dann runter und ein Baum. Jo. Ein Baum und ein... Am Boden. Ja, das ist halt der Unterschied zu dem, ja, wenn einer fliegen kann und wenn einer nicht fliegen kann. Ne? Bis dahin ging das gut, aber ja, bei den letzten Momenten, dann ist das so eine Sache auszuweichen. Das ist eigentlich so die Kunst, würde ich sagen. Gut, wenn du da voll angeschossen kommst im letzten Moment, dann machst du da auch nichts mehr, ne? Aber wir kommen am besten mal zu den heutigen Aufnahmen. Mal schauen. So, das müsste der letzte Flug gewesen sein. 8,5 Minuten. Ja, genau. Flugzeit übrigens auch ein Thema. Ja, ich habe jetzt 8,5 Minuten mit einem 1500 Milliampere Batterie geflogen. Aber das ist jetzt hier nur so Slow-Motion-Fahrt. Die Aufnahme ist auf jeden Fall viel schöner. Kein Ruckeln. Ja, also siehst du auch, das ist auch ein bisschen flüssiger geworden, das Ganze. Gut, immer noch nicht so ganz, ne? Aber guck mal, jetzt, da wäre zum Beispiel schon eine Bruchlandung gewesen. Höhe gehalten, hast du gesehen? Ohne auf den Boden zu titschen. Und ja, mittlerweile traue ich mich auch sowas. Das wäre am Anfang, boah, Bäume, nein, lass fern davon. Ja. Wunderbar. Klappt, ne? Aber hallo. Ja, also hat sich schon ein bisschen was getan. Ich habe auch genügend Abstürze hinter mir, dass ich jetzt so fliegen kann. Aber es wird schon besser. Da habe ich kurz überlegt, wo fliege ich eigentlich hin? Fliege ich mal in die Richtung? Mit den Ausweichen und ja, siehst du, das Platzieren von der Drohne, das klappt jetzt viel besser. Am Anfang war das so, wenn ich geflogen bin, irgendwie auf was zu und dann so, was mache ich jetzt? Hoch, runter. Meistens bin ich dann immer nach oben abgehauen. Aber jetzt so, Lücke auspeilen und zwischendurch. Das klappt schon richtig gut. Das war schon wieder sehr tief. Das war jetzt wieder so eine Gassache. Das muss noch ein bisschen mehr mit dem Gas da spielen. Ne? Dieses Einpendeln vom Gas, dass der nicht auf den Boden klatscht und nicht zu weit geht. Guck mal jetzt. Nee, das war das nicht. Doch. Achso. Was machst du da? Oh, Du Mann, bist so direkt in Panik. Was machst du da? Ich hab die Brille auf, ich krieg gar nichts mit, ey. Ich versuche mich eh schon so zu konzentrieren, dass ich keine Bruchlandung mache. Dass ich nirgendwo gegen Eier. Ja, hier gibt's, ja, da wollte ich nicht unbedingt da durch. Das hat mich dann wiederum nicht getraut. Ja, da ist immer noch so ein Shaken. Ich habe den noch nicht ganz perfekt eingestellt. Ne? Dieses Feintuning, das habe ich noch gar nicht gemacht. So weit bin ich noch nicht. Aber das reicht jetzt erstmal zum Fliegen. Oh, das war wieder ein Bodenkontakt. Aber du siehst auch, dass die Aufnahmen viel schneller sind. Ne? Mhm. Also ich traue mich jetzt schon ein bisschen mehr Gas zu geben. Die ein bisschen schneller zu fliegen. Und vor allen Dingen hier solche Manöver, die habe ich am Anfang, nee. Fernab von allem, weißt du. Überall raushalten. Nicht zu nah an Bäume kommen.
Aber es sieht trotzdem so nah aus, als ob du so richtig nah an den Ja, Bäumen ja, doch, jetzt suche ich ja die Bäume, weißt du, jetzt will ich ja dazwischen durch und so. Am Anfang habe ich mich da von fern abgehalten, dass ich da nicht in die Nähe komme, weil das hat meistens mit einer Bruchlandung dann aufgehört, wenn ich zu nah dran gekommen bin. Und jetzt habe ich so ein bisschen, ja, die Kontrolle, wo ich mir denke, so, okay, jetzt musst du so das Feine rausholen, ne? Wie weichst du so aus, wie kannst du so eng was nehmen, weißt du? Was ist, wenn du so ein Hindernis hast, wie reagierst du am besten? Ne? Das versuche ich jetzt so, ja, ein bisschen zu lernen. Tricks und so, das kommt ganz am Ende, da bin ich noch lange nicht so weit. Ne? Erstmal so die komplette Kontrolle zu kriegen, dass man da auch wirklich, ja, solche Manöver hier machen kann, dass man wirklich ausweichen kann und wirklich zwischen so Sachen durchfliegen kann. Weil wenn du, denke ich, wenn du so zwischen so Sachen durchfliegen kannst, dann hast du schon gute Kontrolle, ne? Ja, klar. Hier sowas, ja, ein bisschen Rasenmähen. Ja, das gehört dazu, denke ich mal, ne? Bei dir auf jeden Fall. Ja, so wie die Drohne aussieht. Ich habe die letztes Mal gar nicht erst mal sauber gemacht, weil ich habe mir gedacht, jedes Mal, wenn ich damit fliege, sieht der aus wie ein Rasenmäher. Nee, jetzt machst du den nicht sauber, weil der sieht eh danach wieder so aus. Ich habe mir den Rahmen jetzt auch neu bestellt, weil ich denke, der könnte man einen neuen Rahmen vertragen. Eigentlich kannst du noch den benutzen. Ja, ich benutze den ja auch noch. Aber wenn ich mir überlege, dass wenn ich es jetzt drauf habe, ohne Bruchlandung zu machen, klar wirst du dann auch später noch irgendwie mal eine Bruchlandung machen, aber wenn ich den jetzt so fliegen kann, dass ich nicht mehr Rasen mähe, sondern fliege, dann will ich den einmal noch mal frisch aufmachen, einmal nochmal komplett überholen. Und dann werde ich auch die ganzen 3D-Druckteile nochmal drucken, weil ich habe jetzt eine Einstellung gefunden an meinen 3D-Drucker, wo das viel sauberer rauskommt. Ja, dann wird das alles nochmal komplett neu gemacht, aber jetzt lohnt sich da gar nichts mehr, da irgendwie sauber zu machen oder was Neues zu machen, weil nee, stürzt so viel ab. Mir so auf den Rasen, der sieht jedes Mal aus. Ja. Läuft gut. Also heute war ich wieder gut, war recht gut drauf. Manchmal hast du so Tage so, da kannst du einfach nicht steuern. Aber heute lief das schon recht flüssig. Ich wollte auch mal gucken, wie weit ich mit einer Akkuladung fliegen kann. Also der Akku war noch nicht richtig tot, aber der war schon am unteren Limit. Hast du gesehen, wie du da hängst? Ja, wie der Kopf runter, ne? Nee, du warst irgendwie so voll noch. Zur Seite? Ja, mein Kopf, das muss ich auch noch irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin voll in der Drohne, ne? Wenn so eine Rechtskurve kommt, dann gehe ich auch mit dem Kopf nach rechts. Wenn eine Linkskurve nach links. Ich habe das jetzt so mittlerweile drauf, dass ich den Kopf nicht mehr so ganz nach unten, dass ich nicht mehr auf den Boden starre. Speicher voll. Der hat sich, keine Ahnung, warum hat er sich abgeschaltet? Was ist da gerade passiert? Naja, egal. Ja, viel zu erzählen gibt es hier eigentlich nicht. Ich denke, den Unterschied zwischen vorher und nachher kann man auf jeden Fall erkennen. Das sind jetzt, wie viele Akkus habe ich geflogen? Pi mal Daumen. 30 Akkus, 40 Akkus? Nee, so viel ist das glaube ich noch nicht. Meinst du? Nee. Meinst du 40 Akkuladungen? Nein. Aber 30 bestimmt. 20, 30 Akkuladungen, ja. Bestimmt. 20, 30 könnte hinhauen, ja. Also Flugzeit von, im Durchschnitt 5 Minuten kann man rechnen. Ja, wenn es hochkommt, 5 Minuten. Ja, 2 Stunden Flugzeit insgesamt. Ja, haut ungefähr hin. Ja. Dass ich 2 Stunden also real geflogen bin und geübt habe. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel ich am Simulator geflogen bin. Kann man das hier sehen? Synchronisation, Fehler. Nee, ich habe hier kein Internet. Simulator bin ich vielleicht 10 Stunden geflogen. Vielleicht.
Aber wie gesagt, da habe ich wirklich nur die Basics, dass ich Also das auf jeden intuitiv in mir hatte, bis ich die Steuerung so in mir hatte. Ich habe auch da gar nicht versucht, irgendwie schön oder sowas. Ich bin einfach nur geflogen. Einfach nur hoch, runter, Rechtskurve, Linkskurve, mal dahin, mal dahin. Nur so kreuz und quer. Ein paar Tricks habe ich versucht, so Saltos und so. Aber mit dem Laptop, das macht keinen Sinn. Also der Also, hakt dermaßen. Mehr wie mit der Drohne. Ja, am Laptop habe ich mehr verbracht. Ja, aber das hat mir nicht das wiedergegeben, was die Drohne mir gibt. Also zum Beispiel im Simulator bin ich hochgeflogen, bin ich vom Gas runtergegangen. Dann einfach gewartet, ne? Ja, die kommt runter. So. Irgendwann so, cool, ich kann wieder Gas geben, die ist unten. In echt? Ja. Nee, das geht viel schneller. Das geht viel schneller. Und ich habe auch im Simulator habe ich eine Rolle gemacht mit Vollgas. Kannst du machen. Ich habe das mal im Echt gemacht. Sobald der den Punkt erreicht hat, bist du so schnell unten. So schnell kommst du gar nicht hoch. Bin voll auf die Wiese gekracht. Die Aufnahme, das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also die geilsten Aufnahmen, die habe ich nicht aufgenommen. Also die geilsten Aktionen habe ich nicht aufgenommen. Das ist leider meistens so. Ja. Es wird. Also ich bin da ganz gute Dinge. Noch ein paar Mal crashen und ich hab's drauf. Ja. Bravo. Ich bin ganz stolz auf dich. Ja, aber ganz ehrlich, guck mal. Also das sieht schon. Das sieht doch richtig stark nach einem Rasenmäher aus, ne? Die Farbe haben wir auch bekommen. Oh, ein Propeller ist schon wieder. Aber das ist propellermäßig, da habe ich genug. Ich habe jetzt noch einen ganzen Schwung bei AliExpress bestellt. Den 5 Blatt komme ich zurzeit am besten zurecht, weil der liegt einfach besser in der Luft. Umso mehr Propeller, umso besser liegt er in der Luft. Es hat seine Vor- und Nachteile. Boah, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Also, Vor- und Nachteile. Ich kann euch Joshua Bartwell empfehlen. Also von denen habe ich einige Videos geguckt und ja, von denen habe ich noch ein bisschen was gelernt. Das ist natürlich auf Englisch. Ich verstehe nur ca. 70% von dem, was der sagt. Den Rest über die Bilder. Aber das reicht aus. Das reicht aus, um weiterzukommen, auch wenn es um Sachen Programmieren geht. Also wie zum Beispiel hier habe ich ja den Gimbal, der hat ja ein Gyro drin, was die Bewegung schon erfasst. Und die Gyrosignale kann man dann auf ein Servo umleiten. Und das Servo steuert dann die Kamera. Also ich kann die Kamera einmal hier über den Steuerknüppel hoch und runter setzen. Und einmal kann ich den so aktivieren, dass der eigentlich das selber ausdeichselt. Das zum Beispiel habe ich ja von Joshua Bartwell. Diese Konfiguration. So wird er auch ausgesprochen, ja? Bartwell, irgendwie sowas. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Videobeschreibung, würde ich sagen. Ja. Ja, solche Sachen, ja, ist noch viel nachzuholen. Schon allein dieses Betafly-Programm, das zu bedienen. Also ich habe jetzt die Basics drauf, aber das Feintuning, nee, ich habe mich mal ein bisschen damit befasst, aber das ist noch... Ich bin noch nicht so weit mit den Fliegen, dass ich das wirklich brauche. Also ich denke, wenn du so richtig gut fliegen kannst, dann wirst du auch noch mal einen richtigen Unterschied merken, wenn du den Feintuning machst und nicht. Aber jetzt zur Zeit sehe ich da wenig Sinn drin. Ich habe schon Stunden hier dran verbracht am PC, am Laptop. Und immer wieder neue Dingens und das umgestellt und dann wieder komplett verkackt. Und dann ging gar nichts mehr, weißt du, noch den Tag da. Ja, da hast du mich mal zur Sau gemacht. Das hat mich so genervt, ich war so aggressiv. Und dann war das nur ein kleiner Fehler, ich habe die Motorzuordnung vergessen. Südfan. Das ist mir aber wirklich, ich bin da so drin und dann, wenn ich von der Seite angequatscht werde, dann, nee, lass mich in Ruhe, lass mich mal gucken, wo der Fehler ist, weil, naja.
Hat am Ende doch wieder gut geklappt. Heute zum Beispiel auch wieder, keine Ahnung, mit der Funke, da komme ich auch noch nicht so ganz klar. Gestern lief noch alles, heute angeschmissen und die ganzen Programmierungen waren weg. Also wieder rein, alles mühsam. Zum Glück habe ich ein Backup erstellt, habe das Backup wieder zurückgeholt, habe das auch nicht richtig funktioniert. Am Ende irgendwas rumgewechselt, rumgedeichselt, dann geflogen. Aber das sind alles so Sachen, die man sich wirklich aneignen muss, wo man Stunden mit sich beschäftigen muss, damit man damit klarkommt. Vor allen Dingen für Leute so wie mir, die gar keine Bedienungsanleitungen lesen. Ich hasse das, weil ich lese das und dann habe ich das wieder vergessen, was ich da gelesen habe. Also ich bin der Mensch, der durch Probieren es lernt. Ne? Also wenn ich etwas gemacht habe, dann kann ich mir das eher merken, wie wenn ich was lese. Wenn ich was lese, dann kann ich mir das nicht so wirklich einprägen. Ja, ich denke, das war's dann für dieses Video. Ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.